Mit den übelsten, aber durchschaubaren Taschenspielertricks versucht die EU-Spitze jetzt doch noch die EU-Chat-Kontrolle durch die Hintertür über den Ministerrat einzuführen. Ein sogenannter Kompromissvorschlag ist noch schlimmer als der ursprüngliche Vorschlag. Was das für dich bedeutet und wie du dich davor schützen kannst, darüber wollen wir uns einmal in diesem Video unterhalten. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache: Wenn auch du angesichts der zunehmenden Überwachung in der EU und natürlich auch wegen vieler anderer Gründe planst, Deutschland, die EU zu verlassen, dann lade ich dich ein zu unserer Braveheart LLC Masterclass nach Edinburgh. Dort werde ich dir zeigen, wie du eine LLC als Freiheitstool verwenden kannst, unter anderem auch, wie du in den USA mit der Hilfe der LLC eine zweite finanzielle Identität aufbauen kannst, inklusive auch ein US-Handy zu bekommen, eine amerikanische ITIN-Steuernummer, damit dann eben auch amerikanische Konten, Kreditkarten, amerikanische Bonität, amerikanischen Credit Score und möglicherweise, wenn du es willst, auch ein amerikanisches Visum. Mit all diesen Dingen befassen wir uns auf unserer LLC Masterclass. 1,5 Tage voll gepackt, intensiv. Für ein Whisky-Tasting haben wir natürlich dennoch Zeit. Dein Partner kann kostenlos mitkommen. Und das Beste ist, wir schenken jedem Teilnehmer eine amerikanische LLC inklusive einjähriger Betreuung, deiner amerikanischen Steuernummer natürlich auch. Das Ganze einen Wert von mindestens $2.500. Termine und alle weiteren Details auf unserer Webseite, Link dazu in der Beschreibung zu diesem Video. Nun aber zurück zum eigentlichen Thema. Wir hatten ja vor kurzem auf diesem Kanal Entwarnung gegeben und ich habe tatsächlich einmal die deutsche Bundesregierung dafür gelobt, dass sie sich dafür eingesetzt hat, dass die Chat-Kontrolle in der EU nicht eingeführt wird. Du weißt vielleicht, was die Chat-Kontrolle ist. Sie geht auf einen Vorschlag der EU-Kommission mit Unterstützung von Frau von der Leyen aus dem Jahre 2022 zurück. Damit soll bei allen Messenger-Diensten, zum Beispiel bei WhatsApp, bei Signal, bei Threema, die Verschlüsselung aufgehoben werden. Bilder, Inhalte etc. sollen gescannt werden, angeblich um Kinder zu schützen, also die gleiche Art von Schutz, die wir ja kennen, vor Terrorismus, vor Geldwäscherei und so weiter und so fort. Seit den letzten 15 Jahren werden ja immer weitere Überwachungsmaßnahmen in der EU eingeführt unter allerhand fadenscheinigen Vorwänden. In Wirklichkeit geht es nur darum, dich auszuspähen, dich um dein Geld zu erleichtern, deine Freiheit einzuschränken. Und natürlich darum geht es auch bei der Chat-Kontrolle. Jetzt konnte man zunächst Entwarnungen geben. Wir hatten ja dazu auch ein Video gemacht, denn Deutschland und einige andere Länder haben sich dagegen gestellt. Damit war das Projekt unter dänischer Führung, was eigentlich hätte im Oktober 2025 entschieden werden sollen, dann erstmal tot. Aber jetzt, wie gesagt, versucht man hier seitens der EU nochmals Druck auszuüben und in letzter Minute einen Kompromissvorschlag einzubringen. Wie das so oft ist, es werden hier ganz üble Taschenspielertricks angewandt, wie ich es vorhin schon gesagt habe. Und das sind nicht meine Worte. Ich werde gleich dazu sagen, wer das Taschenspielertricks genannt hat. Man redet jetzt von Risikominimierung, auch wieder so ein Begriff wie Bekämpfung von Kriminalität und Terrorismus und Geldwäsche. Man redet von Risikominimierung, aber der neue Vorschlag, der Kompromissvorschlag geht jetzt noch viel weiter. Es sollen nämlich jetzt auch sämtliche Texte, also nicht nur Bilder und Anhänge, sämtliche Texte, sämtliche Textnachrichten auch per KI massenweise gescannt werden und das aller EU-Bürger. Und zusätzlich gibt es auch noch den Zwang, dass man sich identifizieren muss, dass sämtliche Anonymität im Grunde genommen abgeschafft wird. Damit haben wir uns ja schon intensiv auseinandergesetzt im Rahmen der digitalen ID und der Diskussionen, die dort momentan so laufen. Man muss sich ein bisschen darüber klar werden, wie das Ganze in der EU funktioniert. Ich habe ja schon mehrere Videos dazu gemacht und dich darauf hingewiesen, wie undemokratisch eigentlich die EU ist. Die EU geht in ihren Ursprüngen im Grunde genommen auf ein Modell zurück, das der Sowjetunion gleicht. Ich sage nicht, dass es das Gleiche ist natürlich, aber es gibt dort etliche Ähnlichkeiten. Man hat ein Parlament, das genauso machtlos war wie die Duma in der Sowjetunion, also das sowjetische Parlament. Das kann nur Dinge abnicken, kann aber zum Beispiel keine eigenen Gesetzesinitiativen ergreifen. Dann hat man eine Art Priesterkaste, eine Art Politbüro, die völlig intransparent agieren. Das ist natürlich die EU-Kommission. Ebenso undemokratisch ist die EZB, die Europäische Zentralbank. Sie muss sich vor keinem
eigenem Parlament verantworten. Sie ist anders zum Beispiel als die Deutsche Bundesbank aus den Zeiten der Bonner Republik keine Rechenschaft schuldig. Die Mitarbeiter der EZB genießen diplomatische Immunität. Sie können machen, was sie wollen. Sie können Europa, sie können Deutschland schaden und müssen nicht zur Verantwortung gezogen werden. Also zutiefst undemokratische Strukturen in der EU. Natürlich, das Europaparlament ist gewählt, aber es hat eigentlich, wenn man die EU-Gremien anschaut, sehr wenig Macht. Und eigentlich sollte es ja umgekehrt sein. Das Organ, das letztlich von den Bürgern gewählt wird, das EU-Parlament, sollte am meisten Macht haben. So, da gibt es eben den EU-Ministerrat. Dieser ist jetzt derjenige, bei dem letztlich gerade diese EU-Chat-Kontrolle verhandelt wird. Und das ist das, was man mit Taschenspielertrick meint. Man versucht jetzt über den EU-Ministerrat letztlich diese Chat-Kontrolle aufzustülpen dem Parlament. Damit ist das Parlament gezwungen, dann sozusagen hier in Verhandlungen zu treten mit der EU-Kommission und eben auch dem Ministerrat. Von wem wird der Ministerrat geleitet? Es ist Antonio Costa, genau, ehemaliger portugiesischer Premierminister, der zurücktreten musste wegen Korruptionsvorwürfen. Du siehst, wir haben da ganz feine Leute an der Spitze der EU, Leute, die in ihren Ländern, würde man sagen, komplett versagt haben. Antonio Costa hat ja zum Beispiel bescheuerterweise den NHR-Status in Portugal abgeschafft, ein Programm, das seinem Land extrem viel geholfen hat, das extrem viel Investment nach Portugal gebracht hat. Er hat aus rein populistischen, linkspopulistischen Gründen, sollte man sagen, den NHR-Status gekippt und musste dann wegen Korruptionsvorwürfen zurücktreten, wobei man sagen muss, dass er selbst nie angeklagt war. Es ging immer nur um sein Umfeld, aber das kannst du selbst interpretieren, wie du möchtest. Also ein paar feine Gestalten haben wir dort in der Spitze, in der Führung der EU. Ich möchte dich jetzt mal auf ein paar Webseiten hinweisen, wo das Ganze auch noch hier sehr gut dokumentiert ist. Gott sei Dank gibt es ja noch anständige Politiker und gerade bei diesem Thema muss man sagen, hat sich vor allen Dingen Patrick Breyer besonders hervorgetan. Ich möchte jetzt einmal seine Webseite zeigen und was er zu dem Ganzen sagt. Chatkontrolle 2.0 durch die Hintertür. Breyer warnt, Deutschland wird für dumm verkauft. Jetzt scannen sie auch Texte und sperren Teenager aus. Kurz vor einer entscheidenden Sitzung in Brüssel schlägt der Digitalrechtsexperte und ehemalige Europaabgeordnete Dr. Patrick Breyer von der Piratenpartei Alarm. Das hier ist übrigens seine Webseite. Ich werde das natürlich auch hier verlinken in der Beschreibung dieses Videos. Mit einem durchsichtigen Taschenspielertrick, also seine Worte, nicht meine, soll eine verpflichtende Chatkontrolle durch die Hintertür durchgesetzt werden, die sogar noch übergriffiger ist, noch übergriffiger als der ursprünglich abgelehnte Plan. Morgen könnte das Gesetzespaket im stillen Kämmerlein einer EU-Arbeitsgruppensitzung abgenickt werden. Das ist nun nicht passiert. Man hat die Verhandlungen verschoben auf das nächste Jahr 2026. Was hier passiert, ist eine politische Täuschung ersten Ranges. Deutschland hat nach lautstarken Bürgerprotesten Nein zur anlasslosen Chatkontrolle gesagt. Wir hatten ja darüber ein Video gemacht. Jetzt kommt sie durch die Hintertür zurück, getarnt, gefährlicher und umfassender als je zuvor. Es ist eigentlich kaum zu glauben. Deutschland soll für dumm verkauft werden. Und wenn er hier von Deutschland spricht, dann meint er natürlich die deutschen Wähler und die deutschen Bürger. Laut Breyer entpuppt sich der neue Kompromissvorschlag als trojanisches Pferd, das 3 Giftpfeile für die digitale Freiheit enthält. Verpflichtende Chatkontrolle maskiert als Risikominimierung, Terrorismusbekämpfung, Bekämpfung der Geldwäsche, Bekämpfung von Kindesmissbrauch. Alles nur Tarnwörter, Verdrehungen im Grunde genommen, die verwendet werden, um dich zu täuschen, um dir etwas zu verkaufen. Offiziell wurden die expliziten Scan-Pflichten gestrichen. Doch ein Schlupfloch in Artikel 4 des neuen Entwurfs verpflichtet Anbieter wie WhatsApp oder Signal zu allen angemessenen Risikominderungsmaßnahmen. Das bedeutet, sie können weiterhin zum Scan aller privaten Nachrichten gezwungen werden, auch bei Ende-zu-Ende verschlüsselten Diensten. Das Schlupfloch macht die vielgelobte Streichung der Aufdeckungspflichten wertlos und hebelt ihre vermeintliche Freiwilligkeit aus. Sogar kleinzeitiges Scannen auf unseren Smartphones könnte bald Pflicht sein, das Ende sicherer Verschlüsselung. Maßnahme 2, Totalüberwachung von Texten und Sprachen, digitale Hexenjagd. Die nun vermeintliche freiwillige Chatkontrolle geht weit über das bisher diskutierte Scannen von Fotos, Videos und Links hinaus. Künftig sollen Algorithmen und KI massenhaft private Chattexte und Metadaten aller Bürger nach verdächtigen Schlüsselworten und Signalen durchsuchen. Keine KI kann zuverlässig zwischen einem Flirt, Sarkasmus und kriminellem Grooming unterscheiden, erklärt Breyer.
Stellen Sie sich vor, Ihr Handy scannt jedes Gespräch mit Ihrem Partner, Ihrer Tochter, Ihrem Therapeuten und liegt es nur, weil irgendwo das Wort Liebe oder Treffen vorkommt. Das ist kein Kinderschutz. Das ist digitale Hexenjagd. Das Ergebnis wird eine Flut von Falschmeldungen sein, die unschuldige Bürger unter Generalverdacht stellt und massenhaft private, sogar intime Chatfotos und Videos Fremden preisgibt. Digitaler Hausarrest für Teenager, das Ende der anonymen Kommunikation. Im Windschatten der Debatte um die Chatkontrolle sollen 2 weitere folgenschwere Maßnahmen durchgedrückt werden. Abschaffung des Rechts auf anonyme Kommunikation. Um, wie im Text gefordert, Minderjährige identifizieren zu können, müsste jeder Bürger künftig zur Eröffnung eines E-Mail- oder Messenger-Kontos seinen Ausweis vorlegen oder sein Gesicht scannen lassen. Das ist das faktische Ende der anonymen Kommunikation im Netz. Ein Desaster für Whistleblower, Journalisten, politische Aktivisten und natürlich jeden Bürger, ist ja völlig klar. Digitaler Hausarrest, Teenagern unter 16 Jahren droht mit dem Text der pauschale Ausschluss von WhatsApp, Instagram, Online-Spielen, unzähligen anderen Apps mit Chat-Funktion, digitale Isolation statt Aufklärung, Schutz durch Ausschluss statt Stärkung, das ist bevormundend, lebensfremd und pädagogischer Unsinn. Also, was schlägt Breyer vor? Bundesregierung muss jetzt Veto einlegen. Deutschland hat sich von Justizministerin Hubig bis Unionsfraktionschef Spahn, der wirklich so überzeugt war, wer weiß, klar gegen die anlasslose Chatkontrolle positioniert. Jetzt muss die Koalition Rückgrat beweisen, fordert Breyer. Blockieren Sie den Mogelkompromiss im Rat und verlangen Sie sofort Korrekturen zur Rettung der Freiheitsrechte aller Bürger. Das EU-Parlament hat parteiübergreifend gezeigt, wie Kinderschutz und digitale Freiheit zusammen gelingen können. Dort hat das EU-Parlament eben einen alternativen Vorschlag vorbereitet. Also du kannst natürlich sehen, dass alles klingt ziemlich dramatisch und wir wissen, selbst wenn es jetzt nicht kommt, dann wird es eben irgendwann anders kommen in ein paar Jahren, wenn sich dann die Gesamtmengenlage geändert hat, vielleicht unter dem Eindruck eines neuen Krieges, vielleicht wird es mal irgendwann wieder ein Attentat oder sowas geben. Also du kannst sicher sein, das wird irgendwas kommen. Es war bisher ja bei allen Maßnahmen so. Manchmal ist das eine schwere Geburt, manchmal geht das Jahre, aber irgendwann wird es kommen. Das Problem, das wir haben, ist die Richtung, in die sich die EU bewegt und die ist ja alles andere als positiv. Sie ist besorgniserregend, um nicht zu sagen bedrohlich und das ist ja genau das Thema, mit dem wir uns schon seit vielen Jahren befassen. Denken nur an die ganzen Maßnahmen, die ohnehin schon in der EU beschlossen sind und möglicherweise in Zukunft auf uns zukommen. Zum Beispiel das zentrale EU-Kontenregister, das allen EU-Ermittlungsbehörden Zugang zu deinem Konto gibt und detaillierten Informationen der letzten 5 Jahre. Das wird ab 2029 eingeführt, ist bereits beschlossen. Dann haben wir ab nächstes Jahr DAC 8, also der Krypto-Informationsaustausch. Jede einzelne Kryptotransaktion wird an dein Finanzamt berichtet. Wir haben ja schon die Travel Rule und Mika, das wurde schon eingeführt. Man redet ja immer auch über mögliche Vermögenssteuern, vielleicht Vermögensregister. Das ist natürlich noch nicht beschlossen, muss man ganz klar sagen. Dann haben wir biometrisches Tracking bei der Einreise in der EU. Momentan betrifft das natürlich nicht EU-Bürger, aber die Infrastruktur ist vorhanden. Da braucht es ja nur einen einfachen Beschluss und einen Knopfdruck und jeder ist davon betroffen. Dann haben wir die digitale ID, der digitale Personalausweis. Das ist bereits beschlossen. Dazu haben wir ja schon viele Videos auch gemacht und die Problematik diesbezüglich geklärt. Der digitale Euro scheint auch Fahrt zu gewinnen. Auch hier ist noch nicht hundertprozentig klar, wann er kommt und wie er genau eingeführt wird. Ob er jetzt programmierbar ist oder nicht. Bargeld soll offensichtlich nach und nach abgeschafft werden. Auch das ist bei der EU in der Mache. Die EU-Chat-Kontrolle ist einfach nur eine weitere Maßnahme, die ins Bild passt natürlich und du musst dir im Grunde genommen überlegen, wie lange du da noch mitmachst. Ich selbst habe vor 25 Jahren Deutschland verlassen, vor 25 Jahren die EU verlassen, sollte man besser sagen und ich habe es nicht bereut. Ich werde von der Chat-Kontrolle nicht betroffen sein, wobei das auch natürlich nicht so hundertprozentig klar ist. Ich halte mich natürlich auch regelmäßig, aber nicht sehr häufig, muss ich sagen, in der EU auf. Wir machen zum Beispiel grundsätzlich keine Events in der EU. Unsere Events sind eben außerhalb der EU, in den USA oder auch im UK oder eben auch zum Beispiel in der Schweiz. Aber ich meine, wenn ich da mit meinen amerikanischen, meinen britischen Handys in die EU einreise, bin ich möglicherweise davon betroffen. Wobei eben, wenn dein Account im Ausland registriert ist, dann ist das unwahrscheinlich. Vor allen Dingen, wenn du ihn noch registrierst, während du im Ausland bist und dann auch noch eine SIM hast von einem ausländischen Anbieter. Und das ist natürlich genau das, was du machen kannst.
Ich möchte dich natürlich auf keinen Fall hier ermuntern, irgendwelche Gesetze zu brechen. Vielmehr musst du dein Verhalten so justieren, dass du gesetzeskonform bist. Für mich heißt das ganz klar, die EU zu verlassen, wie ich schon gesagt habe. Das ist auch die Interpretation vieler unserer Mandanten. Wir machen etliche Events mit vielen Leuten, Seminaren mit 50 Leuten, mit 60 Leuten, wo es genau um dieses Thema geht. Es gibt ja einen unglaublichen Wissensdurst, wie man die EU verlassen kann. Ich rede jede Woche mit Dutzenden Mandanten dazu. Das Einfachste ist natürlich für Deutsche in die Schweiz umzuziehen. Das ist klar, selbst wenn die Schweiz nur ein Sprungbrett ist oder wie manche sagen, sozusagen ein Flugzeugträger für eine gewisse Zeit, von dem du dann mit deinem Flugzeug, mit deinem Leben startest in eine andere Richtung. Die EU verlassen, das ist für viele Mandanten das Hauptziel, einen Wohnsitz außerhalb der EU einzurichten, natürlich dann in der EU keinen Wohnsitz mehr zu haben, sich in der EU vielleicht noch aufzuhalten zu Besuchszwecken, das ist ja völlig klar. Aber die Aktivitäten, das Leben möglichst außerhalb der EU strukturieren und dann natürlich auch entsprechende Kommunikationsdienste, Handys, Bankkonten natürlich extrem wichtig außerhalb der EU zu haben. Und genau eben da ist ja die LLC, wie ich es vorhin genannt habe, die ideale Ausgangslage. Wenn du eine LLC gründest, dann bekommst du in den USA eine persönliche Steuernummer. Wir beschaffen dir die Steuernummer dann kostenlos. Nicht nur die für die LLC, die ist natürlich auch drin enthalten, sondern auch die für dich persönlich. Mit dieser Steuernummer kannst du dann in den USA eben auch Bonität aufbauen. Du kannst deinen Credit Score etablieren, du kannst dort Bankkonten eröffnen. Die USA sind natürlich jetzt vielleicht in vieler Hinsicht nicht besser. Die überwachen auch ihre Bürger, aber da du ja nicht in den USA wohnst, wirst du da komplett unbehelligt sein. Die amerikanische Regierung wird sich für dich nicht interessieren, denn du hast ja keinerlei Geschäfte etc. in den USA, sondern nutzt das nur als Basis für deine zweite finanzielle Identität. Die USA nehmen ja nicht am automatischen Informationsaustausch OECD-CRS teil. Damit ist man schon mal ziemlich gut aufgestellt. Letztlich geht natürlich jedes Land außerhalb der EU. Es müssen jetzt nicht die USA sein, aber da gibt es eben eine ziemlich gute Infrastruktur mit echten handfesten Vorteilen, die du dann für dich nutzen kannst. Stichwort Travel Hacking, was ja heute so viele machen. Optimiert Meilen sammeln, Kreditkarten mit hohem Verfügungsrahmen und dann eben Bonität, nicht nur bei dir persönlich, sondern auch in der Firma, was interessant sein kann für echte geschäftliche Aktivitäten. Um all diese Themen, wie gesagt, geht es bei unserem Seminar, der Braveheart LLC Masterclass. Warum Braveheart? Ist ja ganz klar, er ist ein Freiheitskämpfer und du wirst ein eigener Freiheitskämpfer, wenn du dich entsprechend orientierst, wenn du dein Leben umstellst, wenn du die EU verlässt, wenn du dir sagst, naja, egal ob diese Chatkontrolle jetzt kommt oder in 2 Jahren, ich habe die Schnauze voll. Die Richtung, in die sich die EU bewegt, ist ja komplett verrückt und wahnsinnig. Da will ich nicht mehr mitmachen. Das kann zu nichts Gutem führen. Vor allen Dingen, wenn du das jetzt noch im Kontext siehst der ganzen Aufrüstung. Also du hast totale Kontrolle, du hast möglicherweise eine Wehrpflicht, du hast einen Aufrüstungswahn, du hast eine Kriegslust. Und dann auch noch eine digitale Währung und eine digitale ID. Und das deutsche Passgesetz dann auch noch obendrauf, wo dir dann als Deutscher buchstäblich der Pass weggenommen werden kann und gesperrt werden kann, wenn du dich dem widersetzt. Jeder normale Mensch müsste sagen, das ist komplett verrückt. Da mache ich nicht mehr länger mit. Das hat vielleicht funktioniert für ein paar Jahrzehnte, aber historisch gesehen sicherlich eine ganz klare Ausnahme. Wie lange das noch gut gehen wird, weiß niemand. Man könnte argumentieren, dass es ja schon nicht mehr gut geht. Aber tatsächlich gibt es natürlich viele Länder, die gar nicht die Möglichkeit haben, die auch gar nicht die Lust haben, ihre Bürger auf diese Art und Weise zu kontrollieren, zu dämonisieren, zu dominieren und dann auch auszunehmen. Das sind in der Regel vor allen Dingen kleine Länder, die vielfach viel pragmatischer sind, ihre Politik viel näher an den Bedürfnissen der Bürger orientieren. Bauen wir mal da eine Straße, bauen wir da eine neue Schule. Wie stellen wir sicher, dass die gesundheitliche Versorgung stimmt? Das sind so die Dinge, mit denen sich kleine Länder befassen. Vielfach gibt es dort keine Machtfantasien, wie wir sie in solchen riesigen Konstrukten wie der EU hier kennen. Also in diesem Sinne, ich würde mich freuen, dich bei einem unserer Seminare begrüßen zu dürfen. Und ansonsten kann man natürlich auch jederzeit ein Beratungsgespräch buchen. Details dazu ebenfalls in der Beschreibung zu diesem Video. Wir beraten zu diesen Themenmandanten seit fast 20 Jahren. Wie gesagt, ich habe Deutschland und die EU vor 25 Jahren verlassen. Bei uns geht es um Auswanderung, Steueroptimierung im Ausland, der korrekte Wegzug aus Deutschland, sodass man dort mit den Behörden, insbesondere dem Finanzamt, keine Probleme bekommt. Vermögensschutz im Ausland, neues Vermögen, steueroptimiert im Ausland aufbauen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen.
Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.